Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Ich habe wieder etwas Neues für euch. Letzte Woche gab es ja nichts, aber diese Woche gibt es etwas. Und zwar ein neues Gerichtsurteil, was uns alle betrifft. Was das ist, seht ihr nach dem Intro. Bleibt dran. Ich habe hier das Urteil hier vorliegen, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder gelesen, aber vielleicht nicht richtig verstanden. Deswegen möchte ich das in kurzen Sätzen versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Und zwar Vorfahrt. Wer hat Vorfahrt, wenn aus diesem Schild, ich blende das jetzt mal hier ein, könnt ihr sehen, zwei Spuren, die wird sozusagen zu einer und mündet, wird eng. Ja, schwer zu beschreiben, deswegen schaut euch mal dieses Bild an. Also zwei Spuren, die wird zu einer, rechts und links kommen sie, beide drauf zu und dann wird sie auch noch eng. Wer hat da Vorfahrt? Und zwar ist das passiert, da hat ein LKW-Fahrer, der wollte rechts von ihm, war ein PKW, der hat gesagt, ach, ich habe Vorfahrt, auch drauf gehalten, natürlich zum Crash gekommen. Die PKW-Fahrerin, die meinte, sie hat recht, LKW-Fahrer meinte, er hat recht. Und dann gab es natürlich ein BGH-Urteil, Bundesgerichtshof hat dann entschieden, beide haben nicht recht. Beide mussten ihren eigenen Schaden selber bezahlen und dann auch noch Bußgeld und so. Um das jetzt eben halt deutlicher zu stellen, hat der BGH gesagt, jeder ist für sich selber verantwortlich. Das heißt, vorausschauend, wie immer, wie ich das immer euch schon sage, wenn ihr seht, links ist doch ein LKW und ihr wisst, oh, das wird gleich eng, nicht einfach, oh, ich habe recht und drauf los, LKW oder Bus, das gleiche kann auch PKW und PKW sein, nicht auf sein eigenes Recht bestehen, bei so Konfliktsituationen einfach mal bremsen, anhalten, langsamer werden. Es passiert doch nicht so, ob ein Fahrzeug vor euch ist oder danach ihr losfahren könnt oder vorbeifahren könnt. Ist doch nicht schlimm. Hauptsache, es kommt nicht zu einer Kollision und es passiert Schaden. Das war das erste Teil. Das ist jetzt sozusagen jetzt gängig, also nicht auf sein Recht bestehen. Oh, ich habe Vorfahrt, ich darf geradeaus fahren, ob links, der soll ja warten. Anders ist natürlich, das hat man ja auch gesehen bei Autobahnen, wenn eine Spur gesperrt ist, egal ob rechts oder links, bis nach vorne hin vorfahren und blinken, Schulterblick, links raus. So, und dann hat man auch noch ein paar Idioten, die dann hinter sind, die das Reißverschlussverfahren nicht kennen, ne, und geben dann auch noch Gas und lassen denjenigen, der sich ja eigentlich richtig verhält, bis zum, nicht vorher schon eingeschert, bis zum Ende, bis wo sozusagen nicht mehr weitergeht, bis dahin gefahren und dann Reißverschlussverfahren, wäre gar keine Staus auf den Autobahnen, nichts. Aber selbst da besteht man eben halt auf sein Recht. Oh, ich habe Recht, ich habe Vorfahrt, einfach drauf, nur denen nicht vorlassen. Ne, das sage ich ja auch immer in den ganzen Videos, habt ihr bestimmt gesehen. In England gibt es sowas nicht, da nimmt man Rücksicht aufeinander. Das war dieses Thema. So, da habe ich noch etwas, wo wir schon mit den Schildern sind. Das wissen auch die wenigsten. Die alten Hasen müssten das noch wissen. Die Jüngeren, wenn die jetzt in der Fahrschule das gehabt haben, die sterben so langsam aus. Diese Schilder, welches Schild das ist, blende ich euch jetzt auch mal ein. Und zwar dieses Schild hier. Genau, das mit dem blechgrünen Pfeil nach rechts oder kann auch manchmal nach links sein. Meistens ist aber rechts rum. Wie verhält man sich da? Ne? Wissen die wenigsten. Ach, ich habe grün, einfach drauf los. Links kommt aber eine, obwohl rot ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Rot, Ampel, ganz normale Ampel, die ist rot. Ne, für geradeaus, links oder rechts. Und rechts ist dann noch so ein Blech, wohlgemerkt so ein Blech, grün, Schild mit grünem Pfeil oder schwarzem Pfeil manchmal auch, der dann eben halt besagt, du darfst abfahren. Aber wie verhält man sich da? Ganz einfach, wie ein Stoppschild, bis zur Ampel, bis zu der Linie fahren, anhalten, aber richtig anhalten, so dass man das merkt,
links gucken, dass man keinen gefährdet, rechts auch nochmal, wenn von hinten noch jemand kommt oder Fußgänger, wenn es eine Ampel ist, dann darf man langsam erst rechts, obwohl rot ist. Ja, das darf man. Das ist mit diesem Kennzeichen, damit der Fluss eben halt nicht unnötig, die nach links oder geradeaus müssen, auch noch da warten können. Die können dann, wenn die rechts wollen, nicht auf die Ampel warten, bis sie grün wird. Dann können sie schon rechts fahren. Ich versuche gleich nochmal irgendwo so ein paar Ampeln zu finden mit diesem Dings. Da bin ich aber mit einem PKW, mit einem Bus schaffe ich das nicht. In der Praxis mal euch zu zeigen, wie das aussieht, ob die das auch richtig machen und so. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück. Ich habe das ja im Vorfeld erstmal alles gedreht. Das sehen wir gleich, ob ich was gefunden habe. Das gleiche natürlich auch mit Radfahrer und Mofa. Die müssen auch das gleiche befolgen, wie ich das gerade erklärt habe. Anders ist es aber, wenn eine Ampel grün zeigt. Eine Ampel, nicht irgendwie so eine Blechtafel oder Holztafel oder wie auch immer mit diesem Viereck und dem grünen Pfeil da drin, sondern eine richtige Ampel, die grünen Pfeil, dann hat man wirklich grün und man darf dann auch ohne Anhalten zügig dran vorbeifahren. So, ich schaue mal, ob ich noch was in der Praxis bekomme. Blende ich dann hier ein. Bis später. So Leute, ich habe noch so ein Schild gefunden. War gar nicht so leicht in Lünen. War auf der Parkstraße und in Brambauer war auch irgendwo noch mal so ein Teil. Aber die sind schon abgebaut worden. Ich habe den Fahrschullehrer Önder gefragt. Die kommen wohl langsam überall ab. Aber hier in Hamm, da ist es noch dieses Schild. Darum handelt es sich. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt rot und der grüne Pfeil ist zu sehen. Mal gucken, ob hier noch ein paar Autos kommen um die Zeit, wie die sich verhalten. Vielleicht kriegen wir ja noch etwas mit. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass dieser Pfeil ist, aber den hier, den habe ich gerade noch gefunden. Warten wir mal ab, ob noch ein Bus oder ein Auto oder was immer auch hier gleich kommt. Wenn nicht, mache ich morgen weiter. Extra für euch, Leute. So, ist jetzt rot. Jetzt kommt ein Auto. Mal gucken, was er macht. Schon mal falsch. Habt ihr jetzt gesehen? Der hat gar nicht angehalten. Der ist nur, obwohl rot, war ja gut, grüner Pfeil auch gut, aber er hätte anhalten müssen, wie ein Stoppschild. Und dann gucken und dann rechts fahren. Ne? Also der hätte jetzt schon mal direkt Strafe kassiert. Jetzt der nächste. Mal gucken. Ah, der will aber links. Okay. Und der andere, wer jetzt kommt, mal gucken, was er macht. Angehalten. Okay. Das war richtig. Ja, habt ihr gesehen? Also richtig angehalten, geguckt, rechts, links, rechts und dann weitergefahren. Das war richtig. Ja, vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht erwischen wir noch ein oder zwei. Und wenn die Lage so ist zum Beispiel und ihr wisst nicht und ihr bleibt einfach stehen, hat der hintere auch nicht zu hupen oder so. Ja, auch wenn er hupt und ihr seid euch nicht sicher, einfach stehen bleiben, rot auf grün, abwarten, dann erst fahren. In der Zeit, bis was kommt, kann ich euch ja noch was erzählen zu. Wie gesagt, die grünen Tafeln, die kommen ursprünglich ja ehemalige DDR oder jetzt neue Bundesländer, wie man so schön sagt, und sind dann übernommen worden. Und da gibt es die aber noch. Wenn ich in Leipzig, wo ich in Leipzig war, Dresden und so, da gibt es die Dinger noch en masse. Aber hier, wie gesagt, laufen sie so langsam aus. Und ich warte noch, ob ich noch ein Auto sehe, um euch das nochmal zu demonstrieren. Und ansonsten, ja, wisst ihr jetzt ja, was ich meine. So Leute, das Video ist vorbei. Ich habe tatsächlich doch noch was gefunden. Ich hoffe, es war kurz und bündig und ihr konntet mit diesen Tipps vom Busfahrer etwas anfangen. Wenn ich natürlich noch andere Ideen, andere Tipps wieder habe, melde ich mich natürlich dann wieder hier oder auf den Reisen. Irgendwas finde ich immer, denn man lernt nie aus und jeder Kilometer ist Erfahrung für den Busfahrer. Wir sehen uns natürlich wieder in den anderen Videos auf den Social Media Kanälen oder wieder hier auf dem Busfahrschule OE Kanal. Bleibt alle gesund. Bis dann. Alles Gute. Wünscht euch euer Mehmet OE. Ciao Leute.